Was macht man eigentlich? In der Forschung zu chinesischem Recht. In der Molekularbiologie. Als Konferenzdolmetscher. In der Literaturwissenschaft. Als Biochemikerin. Herren, willkommen zur ersten Folge von Null Hypothese, volle Unterhaltung, der Podcast, bei dem Forscher über ihren Alltag sprechen. Ich bin Fabi und ich begegne in meinem Alltag regelmäßig Menschen aus anderen Forschungsbereichen, seien es Naturwissenschaften, Geistes- oder Sozialwissenschaften oder Medizin. Und immer wieder merke ich, dass diese Leute super spannende Geschichten erzählen können. Und diese Geschichten sind bestimmt nicht nur spannend für mich, sondern auch für ganz viele andere Menschen, weswegen ich in diesem Podcast Gäste einladen möchte. Bei Null Hypothese, volle Unterhaltung lade ich verschiedene Gäste ein, damit sie über ihre Forschung sprechen können. Dabei soll es aber nicht über die neuesten Forschungsergebnisse im tiefsten Detail gehen, sondern es soll über den Alltag gehen, um das Drumherum. Was macht man eigentlich den ganzen Tag? Und vielleicht auch Aspekte, die vielleicht nicht so besonders über den Job sind, die man nicht so toll findet. Ich selber komme aus den Naturwissenschaften, ich studiere Biochemie und bin vor allem im Bereich der Krebsforschung tätig. Freue mich aber heute hier meinen ersten Gast da zu haben, die Tinja. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Genau, ein bisschen Hintergrundinformation zu geben. Du studierst Molekularbiologie im Master an der Universität Bielefeld, was erstmal fachlich gar nicht so weit weg klingt von dem, was ich mache. Allerdings bist du inhaltlich ziemlich anders unterwegs. Du bist nämlich in der Pflanzenbiologie. Genau. Und ein kleiner Fun-Fact, den Tinja mitgebracht hat, das werde ich alle meine zukünftigen Gäste in diesem Podcast fragen, ist, du hast mir erzählt, dass du eine Weile als Imkerin gearbeitet hast. Das finde ich super spannend. Ja, das hatte ich eine Zeit lang als Hobby und nun übernimmt meine Mutter das. Ach, sehr cool, sehr cool. Da muss ich mich mehr darüber informieren in der Zukunft. Genau, dann würde ich sagen, steigen wir einfach in das Interview ein. Und die erste Frage halte ich gerne noch relativ allgemein, so für den Rahmen des Podcasts. Einfach die Frage, was machst du eigentlich? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht ein normaler Arbeitstag im Labor oder vielleicht im Büro bei dir aus? Genau, dazu muss man, glaube ich, sagen, dass das auch einfach studienphasenabhängig ist. Also ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit. Das heißt, da sieht es einfach so aus, dass man schon eher im Labor tatsächlich arbeitet. Das heißt, ich starte da irgendwie so um 8, 9, 10 Uhr morgens. Das kommt so ein bisschen einfach auf die Tagesplanung drauf an und starte dann meistens mit irgendwelchen Experimenten, die ich im Labor durchführe oder analysiere Daten oder bereite Vorträge vor, die ja auch noch dazugehören. Heißt das, du machst viel alleine während des Arbeitstags oder ist da auch sehr viel Teamarbeit mit dabei? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also, klar habe ich meine Betreuerin da einfach. Also, dadurch, dass ich ja erst Masterstudentin bin, habe ich auch einfach 'ne Betreuerin oder Betreuer, die jederzeit also, wenn ich Fragen habe, zur Seite steht, die auch viele von den Experimenten plant oder mir auch neue Methoden zeigt. Sobald ich aber mit den Methoden klarkomme, plane ich meinen Tag selber, und führe auch viele Experimente selber durch, wobei man ja nie alleine im Labor ist. Da laufen ja immer irgendwelche Menschen rum, mit denen man quatschen kann. Alles klar, also eine Mischung aus allem so ein bisschen. Ziemlich cool. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du schon am Ende von deinem Master bist. Du arbeitest schon länger mit Pflanzen. Wie bist du denn dazu gekommen? Hattest du irgendwie einen Punkt während deines Studiums oder vielleicht während der Schulzeit schon, wo du dir gedacht hast, okay, ich werde mit Pflanzen arbeiten? Oder bist du da irgendwie zufällig in das Ganze reingerutscht? Ich bin da tatsächlich mehr irgendwie reingerutscht. Ich hatte damals mich sehr für Biologie interessiert und auch für die Molekularbiologie und Genetik. Und Bielefeld liegt einfach sehr nah an meinem Heimatsort dran, weswegen das so die erste logische Schlussfolgerung war. Gerade dass ich auch Erstakademikerin war, wusste ich gar nicht so viel, was es sonst noch so gibt. Und bin da eher mehr reingestolpert. Und Bielefeld hat eine sehr starke pflanzliche Ausrichtung momentan und war dementsprechend in meinem Bachelor sehr im Pflanzenbereich unterwegs. Und hatte dann aber im Master auch mich aktiv entschieden, nochmal in die Medizinfakultät, die wir jetzt neu haben, reinzugehen, um einfach mal zu gucken, vielleicht gefällt mir das deutlich besser. Und habe dann aber für mich entschieden, ich möchte gerne bei Pflanzen bleiben, das macht mir schon sehr viel Spaß. Spannend. Würdest du sagen, du hast einen grünen Daumen? Tatsächlich irgendwie gar nicht. Also zu Hause sterben meine Pflanzen regelmäßig, im Labor klappt es aber ganz gut. Okay, aber würdest du dann sagen, hast du vielleicht eine Lieblingspflanze oder sowas in der Art? Also eine Lieblingspflanze für zu Hause, alle die irgendwie nicht sterben bei mir, das sind zum Beispiel Efeututen. Okay, dann weiß ich, welche Pflanzen ich zu dir gebe, wenn ich in den Urlaub fliege. Genau. Wie ist es denn? Hat man denn du hast gerade schon gesagt, im Labor unterscheidet sich das Ganze ein bisschen. Mit was für Pflanzen arbeitet man da so? Kann ich da einfach mir vorstellen, dass man den Apfelbaum, der bei meiner Oma im Garten steht, dass der auch bei euch im Labor steht? Oder wie kann ich mir das besser vorstellen? Also es gibt tatsächlich auch Forschung zu Bäumen, aber typischerweise in der Molekularbiologie ist schon
einfache Pflanzen. Das heißt, wir arbeiten ganz typisch mit Arabidopsis thaliana, auf Deutsch Ackerschmalwand, was tatsächlich als Unkraut ist. Also ist hier auch in Deutschland heimisch und kann man draußen finden, weil die einfach deutlich kleiner sind, deutlich schneller von Keimung bis zum wieder Samen produzieren sind, also eine kurze Generationszeit haben und auch schon sehr, sehr viel erforscht ist. Somit ist es deutlich einfacher. Und wenn man dann weitergeht, geht man dann eher typischerweise noch so Gerste, Mais und so weiter. Es gibt aber auch Forschung zu Bäumen, aber deutlich weniger. Also kann man sagen, jeder Gärtner, der Unkraut jätet, macht irgendwo auch ein bisschen Wissenschaft. Alles klar. Du hast schon jetzt von einigen Sachen erzählt, die du faszinierend an deinem Beruf findest, die dir Spaß machen. Gibt es denn auch Sachen, die du weniger toll findest? Irgendwie Sachen, wo du denkst: „Ach, darauf könnte ich gern verzichten?“ Also klar gibt es, insbesondere wenn man so Daten analysiert, versucht man das möglichst weit automatisch zu machen, aber es gibt doch teilweise eintönige Aufgaben, die relativ langwierig sind, was es dann manchmal ein bisschen nerviger gemacht, was definitiv nicht zu meinen Lieblingsaufgaben gehört. Aber dadurch, dass man ja immer ein gutes Endziel hat, dass man tatsächlich die Daten dann auch selber sieht, funktioniert das dann auch noch ganz okay. Du sprichst schon von Datenanalyse. Heutzutage besteht alles aus Daten, alles geht um Zahlen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, kann ich mir vorstellen, ihr nehmt ein Lineal und messt einfach: „Oh, die Pflanze ist jetzt 1 cm gewachsen“, oder sind das ganz wilde Maschinen, die irgendwelche Messwerte ausspucken, wovon ich als Laie eigentlich gar nichts verstehe? Also man hat tatsächlich beides. Also ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel ein Gen ausschaltet, gezielt, phänotypisiert man das einfach. Das heißt, man setzt die Pflanzen oft unter Stress und schaut dann, ob die sich in Wachstum verändern, also ob die größer sind, kleiner sind, oder deutlich höher in die Höhe wachsen oder weniger. Insbesondere Stressbedingungen wie Hitzestress, was man ja auch durch den Klimawandel deutlich konkreter hat. Man hat aber auch Maschinen, wo der Laie einfach gar nichts versteht, wo auch jemand, der studiert hat, also Biologie, Molekularbiologie studiert hat, aber selber mit der Methode noch nie gearbeitet hat, erst noch absolut überfordert ist und wirklich erst eingearbeitet werden muss, um die Daten dann auch zu verstehen und vernünftig zu analysieren. Okay, also du hast gesagt, Hitzestress. Kann ich mir vorstellen, ihr macht dann 'ne Lampe dann auf die Pflanze, dass es einfach wärmer wird, oder wie genau macht ihr das? Man macht es tatsächlich einfach gezielt in Inkubator. Also man lässt die Pflanzen auch so gezielt in Inkubatoren oder in sehr temperierten Räumen wachsen. Also man macht das nicht einfach draußen, wo man dann keine kontrollierten Bedingungen hat. Und dann stellt man einfach die Temperatur in dem Raum oder in dem Inkubator mit auch 'ner Lichtintensität, die man einfach weiß, mit der Tageslänge, die man weiß, wo auch keine Bewölkung passiert, in einfach einen wärmeren Raum. Okay, also ziemlich beeindruckend, dass die Pflanzen das aushalten. Ist ja bei manchen Menschen schwieriger, wenn's so heiß wird, also da geht man lieber in den Schatten. Das kann ja die Pflanze nicht so einfach, die spendet dann lieber den Schatten. Du hast schon ein bisschen angesprochen, dass man viel mit anderen Menschen auch zusammenarbeitet, und wäre meine nächste Frage: Sind das alles dann auch Molekularbiologen? Sind's alles Pflanzenwissenschaftler, oder hast du auch Bezug zu anderen Bereichen, anderen Lebensbereichen oder anderen Forschungsbereichen? Also der Größteil ist natürlich, Menschen, die einfach Molekularbiologie studiert haben, die auch in dem, Teamsbereich sind. Manchmal hat man das Glück, dass man auch einen Austausch zu zum Beispiel Physikern hat, Biophysiker oder Chemiker oder, Mediziner ist natürlich auch, wenn man eher in die Krebsforschung zum Beispiel geht, deutlich präsenter dann einfach. Aber der Großteil ist schon irgendwie sehr dicht an dem eigenen Themenbereich dran. Okay, also auch wieder beides dabei letzten Endes, also wo man am Ende eben landet. Genau. Ich komme zu einer weiteren Frage, die ich sehr gerne anderen Menschen stelle, anderen Leuten, sei es jüngere Menschen oder auch ältere Menschen, die schon lange in der Berufswelt sind. Und zwar die Frage: Was hättest du gerne gewusst, bevor du deinen Karriereweg gemacht hast? Also, du bist ja jetzt noch nicht so weit wie jetzt jemand, der seit 30 Jahren schon arbeitet. Aber wenn du jetzt mal zurückdenkst, vielleicht 2 bis 3 Jahre, vielleicht am Ende von deinem Bachelor, und du deinem damaligen Ich sagen könntest: „Hey, diesen Tipp möchte ich dir geben“, oder „Mach das vielleicht anders.“ Hast du da irgendwas, wo dir jetzt direkt in den Sinn kommt, oder? Also, was ich wirklich sagen, muss, ich halte es für sehr wertvoll, einfach mögliche Sachen auszuprobieren, sei es in der Freizeit oder aber auch, studierendenbezogen. Das heißt, wenn man irgendwas interessant findet, einfach ausprobieren, machen. Ich glaube, gerade im Studium, ist es deutlich einfacher, das irgendwie zu integrieren als nachher in der Arbeitswelt. Ähm, Das heißt, ausprobieren, so viel geht, auch potenziell fachextern oder wo man erst denkt: „Na ja, kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.“ Oft ist es doch mal interessant, 'n anderen Blickpunkt, auf Sachen zu bekommen. Hast du dann ein Beispiel, was du mal ausprobiert hast, was gar nichts mit Pflanzen zu tun hat, sondern wo du gedacht hast: „Hey, das ist ja eigentlich auch ganz cool?“ Na ja, die Imkerei ist ja, tatsächlich etwas, wo mein Bruder mich tatsächlich drauf gebracht hat, was so gar nicht, also ist klar, ist irgendwo mit Biologie schon, aber von der Molekularbiologie ist das ja ganz, ganz weit weg.
Und es war super interessant. Okay, ziemlich cool. Also kann ich nur bestätigen, dass man immer wieder neue Sachen ausprobieren sollte. Jetzt vielleicht mal einen Schritt weg von der Vergangenheit, sondern jetzt schauen wir mal eher in die Zukunft. Das ist ja eine Frage, die man wahrscheinlich viel öfter gestellt bekommt. Was machst du eigentlich als nächstes? Du hast gemeint, du bist jetzt kurz vor dem Ende deines Masters, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie man weitermacht. Hast du da schon einen konkreten Plan oder vielleicht eine Strategie, wie du da als nächstes vorgehen möchtest? Also in der Zukunft würde ich gerne promovieren, das heißt meinen Doktortitel machen, weil ich einfach das, woran ich gerade arbeite, sehr viel Spaß macht und ich da gerne weiterarbeiten würde, ein bisschen mehr ja, in die Forschung weiter eintauchen würde, auch im Bereich der Pflanzen, weil das mich einfach am meisten interessiert. Danach kann ich mir aber auch vorstellen, in die Industrie zu gehen, irgendwie potenziell mit Mikroskopen zu arbeiten oder irgendwas in der Art, aber da habe ich noch keine konkreten Pläne. Kann ich mir für die Pflanzenbiologie, wie kann ich mir Industrie da vorstellen? Du hast gerade ein Mikroskop erwähnt. Sind es dann Leute, die Holz herstellen oder sowas in die Richtung? Das ist vielleicht ein bisschen weg dann von der Forschung oder hast du da vielleicht ein Beispiel, was ich mir da vorstellen kann? Also Mikroskopie stellt man ja auch viel her, einfach wieder für die Universitäten, die das wieder brauchen. Das wird aber teilweise dann auch in Unternehmen verwendet. Ich habe auch einmal ein Praktikum gemacht bei Saatenunion Biotech, heißt das, im Forschungs- und Entwicklungsbereich, wo dann auch einfach gezielt etwas erforscht wird, was potenziell anwendungsbezogen ist für die Pflanzenindustrie, um herauszufinden, wie Pflanzen auf unterschiedliche Sachen reagieren und somit einfach die Bauern hier deutlich unterstützen könnte langfristig. Ziemlich spannend, habe ich jetzt gar nicht so im ersten Moment drüber nachgedacht. Vielleicht eine der vorletzten Fragen, wir kommen nicht bald schon Richtung Ende. Hast du noch was, was dich in deinem Job vielleicht sehr überrascht hat, wo du irgendwie irgendwas begegnet bist, sei es einer neuen Pflanze, einer neuen Methode, wo du verblüfft warst, wo du erst mal dachtest: „Hä, das ist ja krass. Wie funktioniert das eigentlich?“ Ich glaube, überrascht oder sehr fasziniert hat mich einfach, wenn man so auf Mikroskopiebilder guckt, also auf konfokalen Mikroskopiebildern, wo man dann wirklich Fluoreszenz sieht, was man ja vorher mit einem Protein getaggt hat. Da bin ich vorher einfach gar nicht so in Kontakt getreten und mich hat echt fasziniert, wie viel man da auch schon sehen kann. Also auf was für kleinen Strukturen man wirklich etwas identifizieren kann, wirklich etwas genau sehen kann und dann halt auch über eine bestimmte Zeit auch etwas nachverfolgen kann, was die Moleküle überhaupt im Körper oder in der Pflanze treiben. Ja, konfokale Mikroskopie vielleicht als Hintergrundinformation ist einfach noch mal eine deutlich bessere Auflösung Ja, als ein genau. Standard-Lichtmikroskop, was man vielleicht aus der Schule kennt. Nur, dass man da das Ganze noch aufklärt. Und genau, und ich hätte dich im Vorfeld noch gefragt, ob du vielleicht irgendwelche weiteren Quellen hast, Bücher, Podcasts, Songs, was auch immer, ob du da irgendwas mitgebracht hast oder kannst du da irgendwas empfehlen, was du den Zuhörern oder den Zuschauern weiterempfehlen? Tatsächlich kann ich das. Und zwar habe ich vor einem Jahr Zeit einen Podcast gefunden von der Welt. Der heißt Aha, 10 Minuten Alltagswissen, wo es rund um Alltag geht. Also es ist nicht nur Naturwissenschaften, es ist wirklich divers aufgeteilt. 10 Minuten hat man immer mal irgendwo im Alltag. Ist sehr lohnenswert, da mal reinzuhören. Klingt super spannend. Werde ich auf jeden Fall machen nach dieser Folge, nach der Aufnahme. Und ich finde das eigentlich ein ganz guter Abschluss, weil der Podcast auch ein bisschen in die Richtung geht, was wir hier machen wollen. Wir wollen nämlich das Forscher aus ihrem Alltag erzählen. Und wir sind schon am Ende der ersten Folge hier angelangt, der ersten Folge von Null Hypothese, volle Unterhaltung. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich hoffe auch an alle Zuhörer oder Zuschauer, dass ihr auf jeden Fall was mitnehmen könnt, dass ihr vielleicht auch was Neues gelernt habt. Diesmal aus der Pflanzenforschung mit Tinja. Und schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwie weitere Fragen habt, wenn ihr noch weitere Gäste hören wollt, vielleicht aus anderen Fachdisziplinen. Und dann können wir auf jeden Fall schauen, was wir hier alles möglich machen können. Und ja, deswegen nochmal danke, Tinja, und danke an alle, die zugeschaut haben. Bleibt offen für Neues und dann hoffentlich bald bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.